Okay, nachdem wir hier Brent Redford, den Privatschnüffler von Seraph, eine tödliche Dosis Morphin, die hier mal verabreicht hat, oder Morphin, ist er dementsprechend auch jetzt hinübergegangen ins Reich der Toten, aber er hat uns ein paar Sachen verraten. Er hat uns ein paar Sachen verraten, vor allem wir sollen uns eigentlich beeilen, aber... Was? Was, wirklich? Moment. Stimmt, ich bin völlig überladen. Verdammte Axt. Ne, komm, die Munition lassen wir liegen. Die Waffe ist jetzt immer egal. Ja, und ja, wir haben einiges über Jensens Vergangenheit erfahren. Beziehungsweise, eigentlich haben wir noch gar nichts erfahren. Wir wollen jetzt noch mehr erfahren und dafür müssen wir eigentlich seinen Datenschatz retten vor den Typen, die ihn jetzt so fast zu Klump geschossen haben. Gut, machen wir das mal. Pritchard, I located Radford. He was attacked by men in suits. Private security, Secret Service types. I'm going after them. What about Radford? Did you get anything out of him? He didn't make it. There was nothing I could do. Right, I'll call it in. You have a new lead, at least? Yeah, I'm on my way there now. I'll contact you when I have more. Ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt einiges rausgefunden schon mal, was jetzt passiert ist. Gerade mit diesen, womöglich ist das nämlich von Anfang an schon gewesen, die Ecke, was Seraph uns nicht erzählen wollte, ist das, was er rausgefunden hat. Und gut. Und es ist noch eine dritte Person hier im Bunde scheinbar, nämlich eine gewisse Michelle, denen wir irgendwie das Leben schulden. Das ist keine Sache, die wir mal so stehen lassen, sondern da muss ich natürlich was tun. Und hier sehe ich schon sehr viele Sachen auf dem Radar, das wird nicht schön. Au, nein, nicht so. Mach gefälligst keinen Scheiß, Junge. Okay, Jensen, mach keinen Scheiß. Zieh das durch. Okay. Of course he is. I know Mr. Gray is landing. We're working on it, yeah. Listen, believe me, we tried. The old man proved resilient. We left someone behind to watch him. If we need, we can go back. I'm not sure how much more he can take. That's why we need Smith. We tried that already. Look, he can't get the safe open. That's why if you could, send Smith down. Right. Thank you, sir. Now we'll contact you as soon as we have the information. Läuft. PDA, danke. Wer auch immer dieser Smith ist, wir sollten uns wegmachen, bevor hier noch jemand auftaucht von denen. Schnell, 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 schnell. Waffe aufsammeln. Jo. Erst PC hacken. Moment. Wir haben noch so ein paar Codes-Teile hier gekriegt. Mal gucken, ob da nicht schon was bei ist. Lesen, 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 lesen. Alles so gut. Dann hack es, Jensen. Mach keinen Scheiß. Ist doch nicht schwer, komm. Das schaffst du, Jensen. Jetzt ist wichtig. Jetzt geht's mal absolut mal um alles. Jetzt wollen wir das haben. Vorher war das Spielerei, jetzt wollen wir wirklich hier dran. Wobei, es wirkt irgendwie trotzdem noch wie Spielerei. Access granted. Yay! Jensen, psychologische Beurteilung. Mit dem SWOT-Zwischenfall. Okay. Und die echte, scheinbar gibt es hier eine Beurteilung und die ist verschwunden gegangen, okay. Renford. Okay. Und dann irgendwas mit Megan und irgendwelchen DNA-Proben. Okay. Also auch vor allem, dass unsere Eltern nicht unsere richtigen Eltern sind und all so ein Scheiß, hat er uns erzählt. Was war das? Vaterschaftstest. Also weder die Mutter noch der Vater sind die echten Eltern. Cool, gut zu wissen. Arthur Jensen.
Huh. Es wird immer verworrener, die Story. Schnell mal das Hacken hier. Jetzt wird's noch. Sicher Stufe 5. Boah, das sieht ja jetzt nicht so schwer aus. Das kriegst du hin, Junge. Da nach da. Nehme ich alles mit. Puh. Puh, sag ich. Puh. Sicherheitsstufe 5. Puh. Xox. Access granted. Ja. Meisterhacker. So muss es sein. Oh. Geld nehme ich gern. Rollmunition brauche ich eigentlich nicht, aber egal. Was haben wir hier? Fotos. Okay. Feuer zerstört weit Helix Labs. Ich glaube, das ist nicht ganz irrelevant. Ja, wir erfahren nämlich, dass wir in Wirklichkeit gar nicht von unserer Stelle geboren wurden, sondern scheinbar von einer Forschungseinrichtung eher sind. Und dass mit uns scheinbar Experimente gemacht wurden. Ja, und irgendeine Person ist hier noch am Leben geblieben. Wobei, warte mal, Moment, was stimmt? Irgendwas wird dir gerade gesagt, dass ich noch was vergessen habe. Ich habe was vergessen? Was habe ich vergessen hier? Nein, das habe ich schon gelesen. Das ist klar. Welche Infos habe ich jetzt noch nicht? Ist da irgendwas, was ich nicht gesehen habe? Irgendwelche Datenblips, irgendwas? Ich habe doch alles gesehen. Oder ist da noch was drin? Nö, ist nichts drin. Hast du noch was bei dir? Nein, hast du nicht. Oh, da war noch eine E-Mail. Ups. Aha. Jetzt haben wir alles. Ah, jetzt. Michelle Walters. Ah, okay. Das ist die Michelle Walters. Aha. Jetzt haben wir alles. Ha! Ausgezeichnet. Schnell weg hier. Beziehungsweise, wo muss ich hin? Auf dem 5. Gebiet. Oh, Moment. Hä? Da. Und das ist jetzt von meiner Sicht aus gesehen nebenan? Fast nebenan. Na gut. Gehen wir schnell zurück. You can no longer tell the difference between the truth and their lies. Ja. Verschwörungstheoretiker und alles voll am Losstürmen sind. Ja! Und sie werden uns alle verarschen und ist alles schlimm. Aber okay, jetzt wissen wir ja schon mal wieder einen ganzen Satz mehr. Dann versuchen wir mal noch was rauszufinden. Moment, bitte? Oh, warte mal. Oh, vielleicht hier rüber. Ja, Moment, Jensen. Das war jetzt eine scheiß Idee, weil von hier aus geht's nicht weiter. Kann ich wieder zurückjumpen, so? Tja, und ohne das Landungssystem wäre ich jetzt ein Riesenhaufen rote Pampe geworden. Also war ich da oben doch richtig. Ich muss scheinbar neben mir irgendwie hochspringen eben, wo ich nicht hingeguckt habe. Huh? Damit ich noch eine Etage höher komme. Oh, vielleicht nehmen wir die Leiter, die hier ist. Vielleicht geht's damit. Das sieht besser aus. Aha! Jetzt kommen wir Sachen näher. Oh, und jetzt muss ich wieder runter. Mhm. Ah, jetzt sind wir aber richtig. Jetzt sind wir endlich richtig hier. Hallo. Miss Mitchell Walters? Did I leave my door open? Wait, you're not from Rolling Mills. You're too handsome to be from Rolling Mills. No, I'm not. Mrs. Michelle Walters, is it? My name's Adam Jensen. No, you're much too old to be him. You must be from Rolling Mills. And please, it's Miss Walters. Brent Radford sent me. Do you remember him? He's a detective. Yes, lovely gentleman. He still has my photos of Adam when he was a baby. Oh, could you be a dear and fetch them for me? I forgot who has them, though.
Hier, guck dir die Fotos mal an. Vielleicht hilft das ja. Are these the photographs? Oh, yes, yes. Thank you. I haven't seen Adam Jensen in such a long time. Forever, it seems. Such a happy baby. Dann erzähl uns doch mal über das Kind, was du von damals kennst. Scheinbar ist die Frau nicht mehr so ganz klar. Unter Umständen Alzheimer? Wer weiß. Wahrscheinlich. Miss Walters, can you tell me about the boy in those photos? The boy in those photos? Adam. Tragic, really, what happened to his parents. His real parents. His real parents? They died in that fire. Horrible, really. I was there. At least those other cribs were empty. I only had to save Adam. Mrs. Walters, I really need you to focus. What are you talking about? Why, I already told that nice detective all this already. About the experiments and the fire at White Helix Labs. We knew Adam was special. That's why his parents started the fire, so they didn't do the same thing to the next batch of babies. So Adam's real parents were trying to protect him. But from what? Why, from the conspiracy, of course. But I've said too much. Would you be a dear now and go fetch my dinner? Moment, die Eltern haben das Feuer gelegt selber? Das ist jetzt... Damit sie nichts mehr weiter... Ich nehme an, die ganzen Kinder womöglich weiter mit irgendwelchen Genmanipulationen noch weiter behandeln können. Aber... Miss Walters, please. I know it was a while ago, and remembering all the details might be hard, but do you think you can try and focus for a minute? What did you tell the detective? Well, Mr. Radford and I spoke about many, many things. But don't you have meals to deliver? And where is my dinner? Essen gibt's später. Miss Walters, please. I know it was a while ago, and remembering all the details might be hard, but do you think you can try and focus for a minute? What did you tell the detective? Well, Mr. Radford and I spoke about many, many things. But don't you have meals to deliver? And where is my dinner? Ich glaube, wir kriegen hier nichts mehr raus. Gehen wir lieber. Thank you for your time, Miss Walters. Oh, before I forget, if you see Adam, could you please give him this? It's for all the birthdays and Christmases I've missed. I've been saving them. Gut, es ist für ihn. Warum nicht? I'll make sure he gets it. Thank you, dear. Why, he must be 12 or 13 by now. Make sure he gets something nice. Wir haben jetzt 200 Credits bekommen von ihr. Fühlt man sich irgendwie leicht schuldig. Wobei, wenn sie es unbedingt für den aufbewahrt hat, so wollte sie ihm unbedingt geben. Jetzt im Bad finde ich eine Bazooka oder sowas. Das fehlt noch. Nee, aber wenn es Jensen geben wollte, ich meine, das macht doch Sinn, wenn er das dann annimmt. Warum nicht? Pritchard, I need you to assign a temporary security detail to an apartment on Brooklyn Court until I can figure out a more permanent solution. The woman's name is Walters, Michelle Walters. Security detail? What the hell, Jensen? Who is this woman? She's family, but she's vulnerable. I'll explain later. Just do this for me, please. And not a word to Seraph. Can I trust you on this, Pritchard? Christ, Jensen. All right. I'll do it. But there better be a damn good reason for this. There is. I'll fill you in next time I see you. But right now I need to get back to work. And Pritchard, thanks. Yeah. Zum ersten Mal glaube ich, dass Jensen sich bei Pritchard bedankt hat für irgendwas. Okay, jetzt haben wir, ich glaube, sehr viel über die Vergangenheit hier rausgekriegt über Jensen. Das ist schon mal alles sehr wichtig. So, die Eltern sind also bei dem Feuer umgekommen, was sie selber gelegt haben, in dem Labor, wo ihr Sohn genetisch umgewandelt wurde. Und weil die jetzt schon mal mitgekriegt haben, gesagt, nope, haben wir nicht. Na gut. Gehen wir zu dem Center da hinten hin und machen die Sache hier mal klar.
Wobei ich meine mich sehr zu erinnern, dass ich mir unglaublich einen abgebrochen hatte in dem komischen Center damals, wo ich das schon mal gespielt hatte. Himmel! Das ist nämlich William Taggart. Es gibt nämlich zwei Optionen bei William Taggart. Entweder wir schleichen uns total tricky, wie wir sind, durch. Oh, bevor ich es vergesse. Ich sollte kurz zur Lymphklinik gehen. War die Lymphklinik hier vorne irgendwo? Ja. Weil ich brauche jetzt unbedingt zwei Sachen. A, ich muss die Waffen losräumen im Inventar. Und B, ich brauche unbedingt mehr von diesen Snacks da. Weil ich habe, glaube ich, alle aufgebraucht. Und Lymphklinik verkauft die ja in riesengroßen Mengen. Und da hole ich mir lieber ein paar davon. Oder du hast noch welche, dann nehme ich die auch, Kollege. What'll it be? Erst wenn die blöden Waffen loswerden. Die Munition natürlich auch. Weg damit. Das ist auch weg. Oh ja. So wie ich mit dem Geld aber aus dem Fenster schmeiße, da muss ich auch zwischendurch hier mal sowas investieren ein bisschen. Instant Hack Shit. Ne, die behalten wir noch. Eine behalten wir noch. Always a pleasure. Wie immer. So, kurz die Lymphklinik noch reinschmeißen uns und dann haben wir eigentlich alles beisammen, was ich brauche. Also wie gesagt, entweder wir schleichen uns durch und hacken im Hintergrund was, um was rauszukriegen über Taggart. Oder, was ich nämlich mal rausgefunden hatte durch Zufall, wir können in den Saal laufen von Bill Taggart und den vor öffentlicher Menge zur Rede stellen. Und das ist gar nicht einfach, weil er ist ziemlich gut im Reden. Will you be purchasing anything today? Ja. Und zwar das. Zweimal das hier. Always a pleasure, sir. Cyberboost, Proto Energy, whatever mit Jigger. Jetzt ist ja schwierig. Beides ist tricky. Das eine dauert halt lange und das andere ist mehr so wie mit dem Kopf durch die Wand. Aber wenn wir es verkacken, wird uns Taggart ziemlich... Der wird uns nichts sagen und dann kriegen wir nicht raus, wo Sandoval ist. Den wollen wir ja finden. Alles nicht einfach. Alles aber nicht einfach. Ich glaube, ich gehe mal auf die Brechstangen-Methode und gehe einfach rein. Und sage dann, ey, Arsch. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Hoffe ich. Everything seems to be under control in the convention center. And Taggart? He's on stage now. His protection is deep. Only those with VIP passes can get by the guards. We'll just stay here. Okay, wir müssen uns nämlich dann hier durchschleichen, hier weiter hinten und alles mögliche. Luftschussdinger hier benutzen, unsichtbar machen, durch die Wände uns hauen, wo wieder Leute aktiviert werden und ja. Es gibt da einfache Methoden. Oder schwierige. Es kommt darauf an, wie man es sieht. Ich dachte, ich wäre jetzt schon drin. Ehrlich gesagt. Oh ne, wir müssen das doch dahin latschen. Ja, die Rolltreppen. Oh, fuck. Die Rolltreppen sind irgendwie alle immer kaputt. Das habe ich auch schon rausgefunden. Die Polizei anfangen umzunocken. Na, das lassen wir mal schön. Ne, hier ist mal richtig. William Taggart. Der Mann mit der Brille und dem dummen Geschwätz. Wollen wir hier mal einen Scheitel ziehen, verbal. Einen neuen Scheitel. Oh shit. Na Junge, alle klar? Ja, ist okay, ich gehe schon weiter. Auf geht's. Human evolution is a fantasy, but that is exactly what I am telling you. As a world... Where's your sidekick, Taggart? 6 months ago, Seraph Industries was attacked by mercenaries whose objective was to cripple our research. But I've learned the attack was just a smokescreen. Megan Reed's team was kidnapped, and Isaiah Sandoval, your personal aide, was involved. That is ridiculous. Ladies and gentlemen, I apologize for Mr. Jensen's intrusion, and I assure you that these accusations are without basis. Are they? This is Sandoval. Why are you calling me here? There's been a change of plans. Seraph's team must not make it to the hearing. But that's too soon. If you want me to remove the GPLs, I'll need a full operating suite. Does the facility have one? That's your man, Taggart. Talking about removing implanted GPL devices so that the people who took Seraph scientists could cover it up. I see what's going on here.
Seraph Industries has received 2 black eyes in the last few days. The first, due to the shocking news coming out of Montreal that biotech companies are secretly participating in unethical super soldier experiments. And the second, as a result of their violent escalation of today's peaceful protest. David Seraph and his corporate bedfellows are desperate and in imminent danger of losing the regulation vote, so this man has been sent here to attack my reputation. I'm right here, Taggart. Look at me. I admit, I wouldn't feel bad if your reputation was damaged in front of the press, since you've been doing the same to my colleagues for years. But that's not why I'm here. Seraph scientists are alive, and it's time for the truth to come out. The truth, Mr. Jensen, is that this recording of yours proves nothing. It could have been made by anyone in the world with a grudge against Humanity Front, and you are our prime suspect. Das wird noch ein hartes Themachen hier mit ihm. Hier, meine Fresse. Okay, Genau, tun wir mal einen Durchsuchungsbefehl. Hier kommen wir mit der Polizei vielleicht mal um die Ecke. You're right, it's not enough to get a conviction. But it's enough for a search warrant. That's all I want, Taggart. Why are you standing in the way? I'm not. I'm trying to protect... Look, Mr. Jensen. If you play that recording for the police, at best, they'll dismiss it. At worst, they'll tell you to seek counseling. So, why are you really here? We all know you suffered a terrible tragedy in the attack on Seraph Industries. Why can't you put it behind you? Nein, das ist nicht gut. Das ist ein Themawechsel, weil wo steckt der? Das ist so eine direkte Frage. Ich glaube, das will er nicht hören. Also er will nichts davon hören, weil ich sage, aber... Ja, wir diskreditieren ihn. Mal gucken, was passiert. The reason I'm obsessed with the past, Taggart, is that there are still 5 people missing, and their attackers haven't paid for what they did. Your refusal to help me is getting in the way of justice. Wait! I never meant to imply that I wasn't interested in seeing justice done. What is it you're truly looking for here? Absolution? A return to the feeling of control you lost when your limbs were taken from you? Do you think coming here today and casting me as your enemy will help you achieve that? Vielleicht. Wäre eine gute Idee. Genau, wir sagen mal eben, Junge, hast du überhaupt Ahnung, was deine ganzen Freds hier eigentlich die ganze Zeit tun? Was haben wir sonst als Auswahl überhaupt? Of course I want control. Every time I touch something, I wonder, just for a second, every time, if what I'm feeling is real. It's a bit like being in charge of an organization, I bet. Do you always know what the people at Humanity Front, your people, are doing? As I've pointed out, my level of awareness would not be something we could expect you to understand. My life has been an open book since I created Humanity Front. I could have sought the death penalty after an augmentation addict murdered my wife, but I didn't. Because I am passionately opposed to violence, as is every member of Humanity Front. I say again, every member. Your claim to the contrary is a lie. Jetzt wird's doof. Das wird doof. Genau, jetzt hau ihm das links, rechts um die Ohren, die Aussage. Who's the one showing disrespect to your wife's memory right now? You chose to be responsible for everyone underneath you the day you chose to be the boss. Sandoval launched an attack on Seraph Industries, and you're hiding him from me? You're no better than he is. You impertinent son of a... Mr. Jensen, if you knew Isaiah Sandoval as well as I do, if you knew the core of his being, in spite of his family history, you too might fight tooth and nail to defend him as I have. But you're right. If he has done something regrettable, then the truth needs to come out, whatever it may be. I'll show you where Isaiah is.
Ladies and gentlemen, I apologize, but I'm going to have to beg your indulgence for a few moments more. If you will all please remain patient, I will return as soon as I can. Thank you. Mr. Jensen, I'll see you backstage. Junge, Junge, was ist das knapp? Weil der ist verbal ziemlich klar. Wenn man den nicht irgendwie an die Wand redet, der macht einen völlig kaputt. Egal was man sagt, normalerweise tut er einem das. Anstatt dass wir ihm irgendwas um die Ohren hauen, tut er uns was um die Ohren hauen. Da hat man direkt verkackt. Wo ist der überhaupt? Ist er hier drin? Backstage? Ne, warte mal, ey. Moment mal, irgendwo? Alter, was hat er sich versteckt hier irgendwo? Hier hinten? Ne, kann nicht sein. Hier? Have not and never will condone these experiments. This company... Kollege, jetzt könnte ich anfangen, die eine reinzuhauen. Mr. Jensen, I appreciate you allowing me to deal with this in a more discreet manner. Save it, Taggart. You've wasted enough of my time as it is. Now where's Sandoval? He has an apartment he uses when in this city, on Grand River Road. He mentioned he was feeling very run down, so I can only assume he went there. I see. He's not an evil man, Mr. Jensen. If he's done what you say, it's only because of his brother, Ezekiel. A man you might know better as Zeke Sanders. Sanders? The man who attacked Sarah's manufacturing plant? I knew nothing about it until after it was over, and then I tried. I tried to convince Isaiah not to follow in his footsteps. Good job. Mr. Jensen, please. Isaiah has done so much for so many needy people, people suffering from implant rejection. Promise me you will deal with him fairly. That all depends on Isaiah. I understand, but please try. Okay. I want the world to know that we at Taiyo Medical have not and never will Tja, condone mal gucken, ob das hinhaut hier. this company prides itself on Irgendwie, dass ich den Typen auch noch überredet kriege. Lammgerad, du lässt mich jetzt nicht hier dran, oder? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Warum sollte er auch? Warum sollte er? Oh, da ist ja wieder ein Buch liegen. Das guck ich mir noch an. Was? UN-Resolution 8545. Oh, okay. Das war jetzt irgendwie nicht ganz, was ich wollte. Aber okay. Wir wissen jetzt, wo Sanders ist und ich würde sagen, wir... Oh, das ist alles zum Hacken. Das sind jetzt alles Informationen, die ich sonst hätte herausfinden können, wenn ich mich irgendwie durchgemogelt hätte, hinten rein. Aber gut, dass ich das nicht gemacht habe. Sonst hätte das nämlich alles 100 Jahre und einen Tag gedauert. Manchmal ist es auch einfacher... Shut up. Manchmal ist es einfach gut zu sagen, aha, haben wir noch was Schönes gefunden. Manchmal ist es einfach besser zu sagen, einfach durch die Tür zu gehen und sagen, ey, übrigens. Gut, das müssen wir auch mal auf Band haben. Gut, gut. Das Ding habe ich noch nie gesehen, aber vielleicht deswegen, weil ich normalerweise in diesem Raum normalerweise nie reinkomme, wenn ich nicht gerade offensiv hier vorwärts marschiere. Aber auch gut. Das hat doch alles geklappt. Gut, gut, gut. Mensch, da waren ja sehr viele Leute, die hier rumsaßen, die alle gemacht haben. Hört sich eben noch mehr an als die paar. Aber auch gut. Gehen wir wieder. So, dann müssen wir noch den Sanders. Und ja, und das Witzige ist, der Typ, den wir suchen, ist der Bruder von dem Sieg. Ha, der Typ mit der Augenklappe vom Anfang. Natürlich. Rein zufällig. Unfassbar. Wie sich plötzlich alles trifft. Nee, halt das verkehrte Richtung. Hier muss ich raus. Bill is really changing the world for the better. We're changing it back to what it used to be. To before these people started poisoning their bodies. Poisoning their bodies. Ja, gibt es natürlich welche, die auf religiöse Weise alles argumentieren, zu sagen, Argumentierung ist scheiße, weil es ist heilig, ist gut, dein Körper. Und was sagen die heute dazu, zu Alkohol und anderen Sachen, die auch den Körper beeinflussen? Nix. Da würden die mit der Diskussion aber nicht weit kommen, glaube ich. It's a reliable source, goddammit. I need backup now. Jensen? I almost didn't recognize you. Jesus, Mary and Joseph, what are the chances? Do you remember me? I was a rookie when you still rolled in SWAT. Nikki. Of course I remember you. How you been? The brass got you on ride control too? Yeah, I am. Or I was until... Damn it. Look, something big is going down, and I'm kind of freaking out here. You remember that MCBer, Jacob White?
You busted him a couple of times. Yeah, I remember him. Assault and possession. He's still running rackets? No, I mean, yeah, shit, I don't know. Anyway, it doesn't matter, because he's moved on to bigger things. Nikki, slow down. Listen, hear me out. I just got word he has his hands on some real military-grade explosives. The prick's got a fucking bomb, Adam. And you know how much he hates the PD. He's going to hit us while we have our pants down with the riots. You gotta help us out here. Nikki, I'm kinda busy. If he's got a bomb, just call it in and follow procedure. What do you think I've been doing? I've been on the horn all night, and my CO already sent a patrol over to Jacob's house. We've got a warrant, so they searched the place, but nothing came up, not even Jacob. Now they're saying my CI is probably full of shit and just fucking with me. Bullshit! Jacob's using the riots as cover, and he's going to hit us, and hit us hard. Adam, I need you to trust me on this. You gotta help me find Jacob. Ist ja schon gut, Junge, bevor du den Herzinfarkt hier kriegst. Fine, I'll help. Let's go over what we know. Just the facts. What we know? Just the facts? What we know is he's certified batshit crazy, hates cops, quotes Che Guevara, and got his hands on military-grade explosives. What more do you need to know? Oh, Christ, man. I've got nobody to help me, and I can't even breathe. How am I supposed to find this guy? The bomb could be right under us, right now! Genau, tun wir erstmal sagen, Junge, reiß dich zusammen. Nikki, relax. Keep it together. I'm trying, Adam. I don't think I'm cut out for this kind of stuff. People could die. We could die. Just focus, okay? We know that White hates cops, so his first target is probably gonna be the precinct or somewhere nearby. Make sense? Yeah, okay. But it could be anywhere. He wouldn't risk going to the precinct. Too many people would recognize him. That leaves the transit station, the sewers, and the alleys around the precinct. Look, I need to stay here and report any leads to my CO. Can you check those locations for Jacob? Or his bomb? Natürlich, ich habe ja sonst nichts anderes zu tun. Got it. I know it's a long shot, but I'm hoping we get backup to expand the search. In the meantime, we can check those areas, and who knows, maybe we'll catch a break. Oh, and Jensen, please don't turn him into a martyr. I'd prefer him breathing. Ich wollte ihn nicht umbringen, es sei denn dich. Junge. Nicht nur, dass wir jetzt irgendwie Typen aufhalten sollen, der mit einem Terroristen zusammenarbeitet, mehr oder weniger. Nein, jetzt sollen wir noch Bombenjagd gehen. Nee, ist klar. Das wird immer beschissener, der Tag.